Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga's Color Art. Die Pause hat mir gut getan. Ich hatte so richtig Lust, eine große Leinwand zu bemalen und dazu habe ich mir erstmal 3 Lieblingsfarben ausgesucht, die ich einfach ganz locker auf dem Teller und auch auf der Leinwand zusammenmische und trage das Ganze mit meinem Pinsel auf. Die Leinwand ist heute quadratisch, 80 x 80 cm groß. Ich verwende einen Flachpinsel mit synthetischen Borsten und ich habe mich für das Preußisch-Blau, das Türkisgrün und ein Himmelblau entschieden und habe zunächst fast den Eindruck, als würde ich ein karibisches Meer unter einem wolkenfreien Himmel malen. Da ich heute vorhabe, nach längerer Zeit wieder ein Bild in der Rakeltechnik zu malen, ist es nicht unbedingt wichtig, dass die Hintergrundfarbe möglichst homogen ist. Wichtig ist nur, dass, wenn ich die erste Rakelschicht auftragen will, der Hintergrund getrocknet ist. Auf diesen meeres-türkisfarbenen Hintergrund möchte ich zunächst mit der Metallic-Farbe Gold eine Schicht aufbringen, weil ich die Kombination aus Türkis und Gold schon sehr schön finde und habe mir dann, während ich die erste Bahn gerakelt habe, überlegt, dass ich im Grunde genommen nie gezeigt habe, wie Bilder in der Rakeltechnik aussehen, wenn man nicht nach jeder Schicht sein Rakelwerkzeug säubert. Und so werde ich jetzt bis zu einem gewissen Punkt immer wieder Farben auf das Rakelwerkzeug auftragen, dieses aber nicht säubern und bin schon ganz gespannt, wie es wohl aussehen wird. Die zweite Schicht, die ich aufgetragen habe, ist das Preußisch-Blau. Dadurch, dass an meinem Palettenmesser jedoch noch preußisch-blaue Farbe war, habe ich jetzt eher einen kalten, roséfarbenen Ton bekommen und entscheide mich anschließend nochmal dafür, etwas Gold nachzulegen, weil ich hinterher möchte, dass der Metallic-Farbton in jedem Fall noch durch die einzelnen Schichten schimmert. Mein Farbkonzept sieht heute so aus, dass ich möglichst wenig Farben benutzen möchte, aber mehr auf die Farbmischungen abziele, die wahrscheinlich entstehen werden. Ich habe neben dem Metallic-Farbton Gold 2 transluzente Farben im Gepäck, einmal das Preußisch-Blau und das permanent Rot-Violett und kombiniere dazu die deckende Farbe Hellrosa. Jetzt kommt das permanent Rot-Violett einmal zum Einsatz und ich habe noch ein bisschen den Metallic-Farbton Gold auf meinem Rakelwerkzeug. Und wie ich es erwartet hatte, mischt sich das auch etwas. Und die nassen Farben, die noch in den Farbschichten vorhanden sind, mischen sich dann noch zusätzlich. Und so entstehen dann auch sehr interessante Farbverläufe. Ich habe neulich 2 Shorts hochgeladen, in denen habe ich Farben angemischt, denn ich möchte zwischendurch auch Farben testen und manche dieser Tests, die stelle ich dann eben als Shorts zur Verfügung, weil dort durchaus interessante Mischungen zusammenkommen, wenn man deckende und dunkle Farben miteinander mischt und dachte mir, wow, was für eine Farbe. Diese Farbe gibt es natürlich so nicht zu kaufen, die müsste ich mir dann, wenn ich sie irgendwann mal auf meinem Rakelbild einsetzen möchte, tatsächlich einmal anmischen und dann so auf mein Rakelwerkzeug übertragen, dass ich sie verwenden kann. Also wenn ihr dann mal gucken wollt, es gibt dann sozusagen kleine Farbrezepte für zwischendurch.
Auf meinem Rakelbild hat sich schon einiges getan. Ich rakel derzeit mit den Farben immer nur kurze Stücke, schaue, was sich tut, wie sich die Farben mischen und entscheide dann, welche Farbe als nächste kommt. Wie gesagt, heute arbeite ich mit limitierten Farben, um zu vermeiden, dass ich plötzlich dieses graue Grün bekomme. Dieses Grau-Grün bekommt man immer dann, wenn man Komplementärfarben mit der dritten Farbe mischt und plötzlich hat man überhaupt keine Leuchtkraft mehr in den Farben. Alles wird runtergedimmt und es ist tatsächlich kein Braun, was entsteht, sondern es ist ein graues Grün. Und wenn man das sieht, muss man sozusagen auf seinem Bild etwas entgegensteuern, es sei denn, man möchte diesen Farbton unbedingt haben. Und deshalb schaue ich mir ganz genau an, wie die Farben aufeinander wirken. Deshalb habe ich vorhin einmal mein Rakelwerkzeug gesäubert und einen reinen hellrosa Streifen gerakelt, um eine andere Basis für den weiteren Bildaufbau zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon sehr angetan, was ich auf meinem Bild gesehen habe, aber es schimmerte mir noch zu viel von dem Türkis durch, was ich ja eine sehr schöne Farbe finde. Nur ich dachte mir, es müsste auf dem Bild noch etwas mehr passieren. Es gab gute Passagen, auch jetzt, wo dieses metallische Grün entsteht, bin ich davon sehr fasziniert und muss so langsam aufgrund der Farben auch an einen blühenden Rosen- oder Sommergarten denken. Ich bin gespannt, wie sich das Bild jetzt entwickeln wird, nachdem ich ein paar dunklere Passagen in das Bild eingebaut habe. Beim Schneiden des Videos ist mir aufgefallen, dass es teilweise sehr langsam aussieht, wie ich rakel. Ich kann dazu aber nur sagen, dass es sich dabei um die Originalgeschwindigkeit handelt. Mich bringt das Malen, teilweise das Rakeln, tatsächlich so weit runter vom Alltag, sodass ich mich völlig auf die Malerei einlassen kann. So langsam befindet sich richtig viel Farbe auf meiner Leinwand. Die ersten Farbschlieren entstehen. Das sind für mich immer Farbmischungen, die sich dann mit dem Rakelwerkzeug über das Bild ziehen. Und wie ihr teilweise an den dunkleren Stellen erkennen könnt, bilden sich auch die ersten Farbinseln aus. Und auf diesem Bild ist mir etwas aufgefallen. Anscheinend gibt es positive und negative Inseln. Die negativen Inseln sind die, die tiefer liegen und wo ich mit der neu aufgetragenen Farbe nicht mehr herankomme. Und die positiven Inseln sind Erhebungen, an denen die Farbe dann hängen bleibt und die den oberen Abschluss bilden. Ich weiß nicht, warum mir das bei diesem Bild so aufgefallen ist. Es ist mir vor allen Dingen aufgefallen, als ich es fotografiert habe und ich fand das sehr spannend. Ich denke auch, dass das bei den anderen Bildern so gewesen ist. Ich kann mich da jetzt tatsächlich an 1, 2 Bilder erinnern, die aber schon verkauft sind. Und dann müsste ich auf Fotos einmal nachgucken, wie ich das heute sehen würde. Es ist wahrscheinlich einfach dieses typische Zeichen der Rakeltechnik. Nachdem ich das Bild gedreht habe, ist mir aufgefallen, dass es jetzt wirklich sehr viel dunkler geworden ist, als es am Anfang war. Und dass ich wieder ein paar Highlights auf meinem Bild brauche und deshalb nochmal zur Farbe Gold greife. Und hier mischt sich sehr schön der goldene Anteil. Und eine Metallic-Farbe ist meistens eine transluzente Farbe mit den bereits auf der Leinwand befindlichen Farben. Und da kommen ganz wunderbare Farbmischungen heraus.
Ich glaube tatsächlich, dass irgendwann unbewusst und dann immer bewusster die Entscheidung gefallen ist, ein abstraktes, florales Bild zu rakeln. Bei mir blühen gerade Rosen und eine davon mag ich besonders gerne. Zum einen ist es eine Duftrose und zum anderen zeigt sie je nach Wetterlage verschiedenfarbige Blüten. Das kann also sein, dass sie von Aprikot ins Rosafarbene wechselt. Und bei der zweiten Blüte, wenn es dann im Sommer richtig warm gewesen ist, sind die Blüten nur noch rosafarben. Das finde ich besonders spannend. Ich glaube, von diesen Rosen gibt es noch mehr. Ich habe leider jetzt nicht so viele Rosen bei mir im Garten stehen. Unter anderem zum Beispiel eine Kletterrose, die blüht in einem elfenbeinfarbenen Farbton und wirkt dadurch auch sehr edel. Die finde ich jetzt auf diesem Bild zwar nicht wieder, aber die anderen Rosen, die bei mir stehen. Schön ist dabei auch, dass, obwohl ich kein Grün verwende, ein Grün entsteht. Und zwar einfach aus dem Zusammenspiel Gold und Preußisch Blau heraus. Und je nachdem, welcher Anteil größer ist, changieren die Farben von hellem Grün bis zu sehr dunklem Grün. Wenn ich kein reines Weiß nehmen will, nehme ich ja teilweise das Titan Buff Hell. Das kommt allerdings heute auf meinem Bild nicht vor. Und als Weißersatz, weil es deckend ist, verwende ich heute das Hellrosa. Es hält die Farben auf. Weil es deckend ist, geht es auch ganz wunderbare Verbindungen ein. Und ich setze jetzt Farben akzentuiert auf meinem Bild ein. Langsam muss man aufpassen, dass man das Bild nicht überfrachtet. Es gab allerdings dort eine Linie, die mich bei näherer Betrachtung des Bildes immer wieder gestört hat, egal von welcher Seite aus ich geguckt habe. Und deshalb habe ich versucht, das Bild an manchen Punkten noch einmal zu verändern, habe dazu nochmal nach dem Permanent Rot-Violett gegriffen und somit noch ein paar rosafarbene und violette Akzente gesetzt, um mich dann langsam an dieser Linie vorbeizuarbeiten, sodass sie überdeckt wird, abgemildert wird. Ich kann gar nicht genau sagen, was mich gestört hat, ich kann nur sagen, dass es mich gestört hat. Jetzt haben wir einen der seltenen Momente in meinem Bild, bei dem ich das Rakelwerkzeug und mein Palettenmesser gesäubert habe, sodass ich bei der transluzenten Farbe Preußisch Blau in jedem Fall die dunkle Farbe auch auf meine Leinwand bringe. Das Schöne daran ist jetzt, dass von unten die hellen Farbschichten einfach da durchleuchten. Dann bin ich etwas länger um dieses Bild herumgegangen, habe es mir von allen Seiten noch einmal genau angeguckt und dann festgestellt, dass noch ein heller Akzent fehlt, sozusagen, um das Dunkle in diesem Bild wieder auszugleichen. Aber es sollte nicht so viel sein. Es sollte einfach nur ein leichtes Echo zu dieser einen rosanen Farbfläche sein. Und dann habe ich auch tatsächlich beschlossen, dass mein abstraktes, florales Rakelbild fertig ist. Dann gehe ich einmal mit der Kamera über das noch nasse Bild, zeige euch die verschiedenen Farbschlieren, Farbinseln und Fragmente. Es gibt einzelne Stellen, die ich besonders schön finde, zum Beispiel dort, wo das Preußisch Blau und das Gold in ein Grün übergehen.
und nebenan eine rosafarbene oder violette Fläche liegt. Wer selbst schon mit Acrylfarben gearbeitet hat, weiß, dass diese dunkler auftrocknen und der Glanz auf diesem Bild stammt von den Acrylfarben, die seidenmatt auftrocknen, aber auch von dem Metallic-Glanz des goldenen Farbtons. An manchen Stellen schimmert tatsächlich noch der türkisfarbene Untergrund durch. Ich habe tatsächlich überlegt, wie das Bild für mich richtig herumhängt und habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Das Bild um 180 Grad gedreht, finde ich auch sehr schön, aber das hier hat mich irgendwie noch etwas mehr überzeugt. Ich zeige euch das Bild jetzt einmal in einem anderen Licht und hier kann man sehr schön sehen, wie die Farben miteinander spielen, wie die Farben ineinander übergehen und wie die teilweise hellen Akzente neben doch sehr dunklen Flächen liegen. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen, ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderbare Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.